Servus zusammen. Die deutsche Version von Kings of War, dritte Edition, ist endlich da und ich möchte das zum Anlass nehmen, um jetzt ein bisschen über dieses Spielsystem zu sprechen. Da ich eigentlich noch kein richtiges Video zu Kings of War gemacht habe, was das Spielsystem betrifft, ich habe ein paar Sachen schon mal gezeigt. Ihr werdet auch einen Link zu der Playlist unten in der Videobeschreibung finden, aber ich möchte das hier jetzt zum Anlass nehmen, dass die deutsche Edition von Kings of War erscheint, da ich denke, dass das doch ein wichtiges Thema ist in Bezug darauf, dass wir dadurch dann auch zeigen können als Community, dass wir das Spiel auch haben wollen, beziehungsweise für uns jetzt speziell eben im deutschsprachigen Raum auch das Interesse da ist, ein deutsches Regelbuch zu bekommen. Ich habe hier noch die englische Variante des Regelbuchs. Es soll hier jetzt auch gar nicht so sehr um die Vorstellung des Regelbuchs gehen, beziehungsweise eines Unboxings oder Reviews des deutschen Regelbuchs, sondern in erster Linie möchte ich die Situation, dass jetzt die deutsche Variante des Regelbuchs vor der Tür steht, nutzen, um euch das Spielsystem näher zu bringen und ein bisschen auch auf diese Art und Weise zu informieren bezüglich der deutschen Variante, da es sicher den einen oder anderen da draußen gibt, der das Spielsystem ohnehin schon kennt, aber nicht spielt, weil er sich denkt, mit den englischen Regeln nicht zurechtzukommen oder generell einfach, wie ich oft auch, die deutsche Variante lieber hat und einfach darauf bisher gewartet hat, um jetzt mit Kings of War anzufangen. Und einerseits möchte ich das Video diesbezüglich nutzen, um euch eben nochmal die Info zu geben, dass jetzt endlich soweit ist und die deutsche Variante vor der Tür steht. Mal schauen, ob ich sie mir zulege, denn ich habe die englische hier, auch die Spielervariante, wo nur die Regeln drinnen sind. Also brauche ich sie nicht unbedingt. Und im zweiten möchte ich jetzt dann darauf folgend ein bisschen ins Regelbuch reinschauen und euch ein paar Sachen zum Spielsystem erklären. Für die vielleicht noch gar nichts mit Kings of War zu tun haben oder zu tun gehabt haben in der Vergangenheit und sich jetzt einfach mal über das System informieren möchten. Meiner Meinung nach ist das jetzt eine ganz gute Zeit, um sich Kings of War mal anzusehen, wenn man es nicht ohnehin schon mit der dritten Edition gemacht hat, dann zumindest jetzt mit der deutschen Variante des Regelbuchs in weiterer Folge, denn es hat sich jetzt bei der dritten Edition doch einiges weiterentwickelt, natürlich sowohl was die Figuren betrifft von Mantic selbst, aber auch das Thema des Hintergrunds, also es ist hier in dem Buch auch sehr viel Fluff enthalten. Das war auch zum Beispiel bei mir der Punkt, der mich dazu gebracht hat, mir das Spielsystem in der dritten Edition jetzt anzusehen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, in den letzten Jahren, seitdem das Spiel auf dem Markt ist, habe ich die ersten beiden Editionen ganz bewusst, auch aus diesem Grund eigentlich ausgelassen gehabt, weil mir einfach der Fluff immer gefehlt hat. Das kann ich jetzt aber selbst auch nicht mehr als Ausrede nehmen, daher schaut euch das Spielsystem einfach mal an und ich möchte euch hier jetzt ein paar Infos einfach geben, indem ich euch da ein bisschen einen Einblick auch gebe in das Regelbuch. Also hier sehen wir schon, worum es bei Kings of War geht. Für jeden, der früher Warhammer Fantasy Battles gespielt hat, ist das ein bekanntes Thema und meiner Meinung nach gibt es auch sehr wenige vernünftige Spielsysteme aktuell in diese Richtung und Kings of War ist da eine sehr gute Variante. Ihr habt die typischen Völker, die ihr spielen könnt. Es gibt Menschen, es gibt Zwerge, Elfen, natürlich auch Dämonen, Ogre, Untote in verschiedenen Ausführungen und natürlich klarerweise Grünhäute. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, Orks und Goblins zum Beispiel zu spielen. Das Ganze ist eben angesiedelt in einem Fantasy-Setting und wie hier auch wieder auf diesem Bild zu sehen ist, wird in Regimentern gespielt, also Rank-and-File-Spielsystem
Und das ist eben ein Element, das Kings of War als eine dieser Varianten von Spiele, wo auch andere dazugehören, wie eben früher Warhammer Fantasy Battles oder auch The Ninth Age oder auch A Song of Ice and Fire zum Beispiel, dass man hier dann einfach Regeln auch hat, was die Bewegung betrifft und die Bewegung einschränkt, sodass Einheiten eben nicht sich in alle Richtungen gleich bewegen können und auch nur eingeschränkten Sichtbereiche haben auf dem Schlachtfeld, die eben von diesen Regimentsausrichtungen bestimmt werden. Und das macht diese Spiele dann sehr interessant, ausgerichtet auf die Bewegungsphase und dementsprechend dann auch durchaus taktisch. Wie ihr hier auch seht, die verschiedenen Truppentypen, ihr habt verschiedene Einheiten von Kavallerie, Infanterie, Monstereinheiten, gibt es alles. Und eben was hier auch noch zu sehen ist, was mir ganz besonders gut gefällt bei Kings of War, ist eben dieses System mit dem Basing, da man eben nicht gezwungen ist, wie zum Beispiel bei Warhammer Fantasy Battles, das früher der Fall war, jede Figur auf ein einzelnes Base zu kleben, sondern man kann sich hier kreativ voll und ganz austoben, indem man Regimentsbases verwendet, auf die dann die Figuren draufgeklebt werden, weil es ist eben in erster Linie interessant, was hier in dieser Tabelle dann eben auch ersichtlich ist, also die Größe des Bases, die Tiefe und die Breite. Und es kommt eben nicht darauf an, wie viele Figuren man verwendet. Also selbst wenn ein Untotenspieler eine Armee aufbaut, ist er jetzt nicht unbedingt angewiesen oder gezwungen, hier eine Horde mit 40 oder mit 60 Figuren zusammenzubauen oder 50 Figuren, sondern er kann auch weniger verwenden an Modellen, weil eben nur die Größe der Base für die komplette Einheit wichtig ist, was das Thema betrifft, in Bezug auf die Notwendigkeit im Spiel und nicht die komplette Anzahl der Figuren. Natürlich, klarerweise, wenn man eine solche Einheitenbase hernimmt, wie zum Beispiel hier so eine Truppenbase für Infanterie, und dort stehen nicht wie hier dann die 10 Modelle darauf, die dann auch wirklich dargestellt werden, sondern nur 2, 3, dann sieht es natürlich auch komisch aus, aber da kann man sich eben austoben und andere Geländestücke mit reinbringen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Oder auch wenn man nur 6 oder 7 Figuren verwendet, statt der vollständigen 10, sieht das Ganze auch schon sehr ansprechend aus und die Figuren wirken nicht so zusammengerückt und das Ganze ist ein bisschen lockerer und reicht auch vollkommen aus, sieht gut aus auf dem Spielfeld. Und dann eben, wie hier gesagt, die Einheiten haben dann eine Ausrichtung in Bezug auf Front, den Seiten und den Rückenbereich und können auch nur im Frontbereich etwas sehen, sind dementsprechend auch eingeschränkt, wenn sie sich nach hinten oder zur Seite bewegen wollen. Und daher ist im Spiel auch sehr wichtig, was man in der Bewegungsphase mit seinen Einheiten macht, um hier dann sich optimal zu positionieren. Wo sich Kings of War bzw. Mantic Games dann in den letzten Jahren mit der 3. Edition auch stark verbessert hat, sind dann die Figuren selbst. Also wenn ihr hier schaut, diese beiden Armeen, links Northern Alliance und rechts Nightstalker, sind die beiden Fraktionen, die in der ersten Starterbox zur 3. Edition mit veröffentlicht worden sind. Northern Alliance ist damals als komplett neue Armee eingeführt worden und ich glaube auch die Figurenrange der Nightstalker kam damals komplett neu auf den Markt und das ist qualitativ schon sehr, sehr gut geworden. Ich habe da auch selbst Northern Alliance, die ich am Aufbauen bin und Nightstalker sind noch in der Pipeline, aber mal schauen, ob da dann auch eine Armee entstehen wird bei mir oder was anderes kommt. Auf alle Fälle auch in Bezug auf Figuren hat sich, wie gesagt, vieles getan in diesen Jahren, aber trotzdem seid ihr auch ganz offiziell von Mantic Seite her nicht darauf angewiesen, diese Figuren zu verwenden, denn manche werden auch noch alte Warhammer-Armeen haben,
Das ist auch kein Problem und ist auch, soweit ich weiß, auf offiziellen Turnieren gestartet, alternative Hersteller zu verwenden. Und somit kann man sich auch bei seiner Armeegestaltung extrem austoben. Und noch ein weiteres wichtiges Element, was die Spielregeln betrifft, möchte ich hier noch ansprechen. Das ist das, was meiner Meinung nach Kings of War dann auch noch weiter herausstechen lässt. Denn wie gesagt, wir haben hier ein Rank-and-File-System à la Warhammer Fantasy Battles. Es werden auch sechsseitige Würfel verwendet, um die anzugreifen, zu schießen, Nahkampfattacken durchzuführen. Aber was hier ganz besonders ist, ist die Art und Weise, wie Schaden zugeteilt wird, beziehungsweise wie dieser Schaden sich dann im Spiel auswirkt. Denn eine Einheit hat, wie gesagt, eine gewisse Grundgröße, je nachdem, um welche Art von Einheit es sich handelt. Zum Beispiel ob es ein Troop ist, ein Regiment oder eine Horde, die haben unterschiedliche Basegrößen, was die Einheiten-Base betrifft. Ansonsten ist es aber so, dass die einzelnen Figuren nicht hergenommen werden als einzelne Lebenspunkte, die dann weggenommen werden von einem Regiment, wenn dieses Schaden erhält, sondern es gibt einen Nerf Value, der generell insgesamt aus 2 Werten besteht, getrennt eben durch einen Dash. Also da kann etwas stehen wie zum Beispiel ein Nerf Value von 14, 16 oder etwas ähnliches oder 10, 12. Hier zum Beispiel nehmen wir gleich hier Beispiele her. Wir haben hier die Kindred Dollspears von den Elfen und die haben hier einen Nerf Value, wenn sie als Troop gespielt werden, von 10, 12 oder als Regiment mit 20 Figuren, wenn man die Figurenanzahl auch so verwenden möchte. Aber an und für sich entspricht so ein Regiment quasi 20 Figuren. Dieses Regiment hat also ganzes 15 Attacken, wenn sie attackieren, und eben diesen Nerf Value als Regiment von 14, 16. Wenn man dann an der Reihe ist, und das ist auch ein interessanter Aspekt bei Kings of War, nur der Spieler, der aktuell gerade der aktive Spieler ist derjenige, der auch wirklich aktiv Würfel wirft, sämtliche Fernkampfattacken, Zaubersprüche oder auch Nahkampfattacken werden nur vom gerade aktiven Spieler durchgeführt. So etwas wie zum Beispiel einen Bannwurf nach einem erfolgreichen Zauberspruch gibt es in der Hinsicht nicht, sondern es wird ein Zauberwurf durchgeführt und wenn dieser geschafft wurde, dann geht der Zauberspruch eben durch oder nicht. Und wenn der Zauberwurf eben geschafft wurde, dann geht der Zauberspruch einfach durch, die Wirkung tritt ein. Da gibt es kein Bannen oder ähnliches. Klingt zwar vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen ein bisschen komisch, ging mir am Anfang auch so, aber daran gewöhnt man sich dann auch verhältnismäßig schnell eigentlich. Und das macht dann auch das ganze Spiel generell durchaus um einiges schneller, da man nicht überlegen muss, was man als Verteidiger für Sachen machen kann, machen muss oder welche Werte man hat. Den einzigen Wert, den man von der Seite des Verteidigers braucht, ist nur, wenn man Verwundungen erwürfelt, den Defense-Wert der Einheit, die gerade attackiert worden ist. Aber ansonsten verwendet eigentlich nur der aktive Spieler seine Werte in den meisten Fällen. Die einzige Ausnahme hierbei ist eben dieser Nerf Value, der eben etwas ganz Besonderes ist. Denn wie man hier auch sieht an den Profilen, es gibt keine Lebenspunkte, die irgendwie angezeigt werden oder indem dann später, wenn eine Einheit Schaden erleidet, diese Anzahl Modelle entfernt wird aus der Einheit, sondern es gibt diese beiden Nerf Values. In dem Fall, in unserem Beispiel hier, beim Regiment der Kindred Dollspears mit 14, 16. Dieser Nerf-Wert ist quasi sowas wie die Moral. Wenn der attackierende Spieler fertig ist, macht er einen Moralwerttest auf die Einheit, die er attackiert hat, indem er 2 Würfel wirft, die Augenzahlen zusammen addiert der beiden Würfel und darauf dann die Wunden noch dazu addiert,
die die Einheit bisher im Spiel erlitten hat. Sollte er diesen höheren Wert, in unserem Fall 16, erwürfeln, dann ist die Einheit zerstört und wird vom Spielfeld entfernt. Sollte er die 14, also den niedrigeren Wert, erwürfeln oder eben 15, also alles von niedrigeren Wert bis zum höheren Wert dazwischen, dann gilt die Einheit als wavered, kann in diesem Fall dann in ihrer nächsten Aktivierung, wenn der andere Spieler wieder an der Reihe ist, weniger handeln und nicht alles im Spiel machen, was möglich ist, was die Einheit normalerweise könnte, bleibt aber noch im Spiel, ist nur eben weniger effektiv, und sollte dieser Nerf-Wurf weniger sein als die 14, dann passiert der Einheit nichts. Sie hat zwar die Anzahl der Lebenspunkte verloren, ist aber ansonsten noch ganz normal im Spiel beteiligt. Im Falle von anderen Einheiten, wie zum Beispiel bei den Untoten, gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass hier statt dem ersten niedrigeren Wert nichts steht. In diesem Fall bedeutet das einfach, diese Einheit kann nur entweder zerstört werden komplett und ist dann aus dem Spiel entfernt, oder ist in allen anderen Fällen immer voll einsatzfähig, weil diese Einheiten wie eben zum Beispiel Skelettkrieger keinen Mut, keine Moral in der Hinsicht haben, sondern die kämpfen, bis sie vernichtet werden, und das wird auf diese Art und Weise dargestellt. Dieser Nerf-Wert ist im Endeffekt auch so eine Kleinigkeit, wie gesagt, die das Spielsystem meiner Meinung nach etwas besonders machen, da man hier eben ein Rank-and-File-Spielsystem hat, wo auch wenn das Spiel schon etwas weiter fortgeschritten ist, auch das, was man auf dem Spielfeld noch sehen kann, durchaus etwas schöner fürs Auge ist, da nicht einzelne Figuren oder kleinere Einheiten, die nur mehr aus 3-4 Figuren herumlaufen, dann unterwegs sind, sondern man eben optisch sehr schöne Einheiten nach wie vor auf dem Spielfeld stehen hat. Von meiner Seite jetzt also noch einmal die Aufforderung, falls euch das Spielsystem ein wenig interessiert oder ihr vielleicht auch darauf gewartet habt, dass die deutsche Variante erscheint. Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu, weil vielleicht bekommen wir dann auch, wenn genug von den deutschen Regelbüchern verkauft werden, in Zukunft dann auch die anderen Bücher übersetzt, denn sowohl Uncharted Empires als auch Harpy's Rift sind ja nur auf Englisch aktuell verfügbar, klarerweise, und auch die neue Clash of Kings Erweiterung, die jetzt ja auch erscheint im November, ist ja aktuell auch nur auf Englisch, und vielleicht bekommen wir diese dann in Zukunft auch irgendwann mal auf Deutsch, zumindest dann in PDF-Form, wenn schon nicht in gedruckter Variante. Dafür ist es aber natürlich notwendig, dass genug hier vom Regelbuch auf Deutsch verkauft werden, sonst schaut es wahrscheinlich schlecht aus in diese Richtung. Was mir jetzt noch zu sagen bleibt, gebt es dem Ganzen eben, wie gesagt, eine Chance. Ihr bekommt auch hier mit dem Buch alles, was irgendwie notwendig ist, um das Spiel zu spielen. Ja, ich weiß, es sind nicht alle Armeelisten enthalten, aber das meiste ist hier drinnen, das man so kennt. Eben habt ihr vorhin gesehen bei der Inhaltsangabe. Wenn nicht, könnt ihr gerne nochmal zurückspulen und euch den Bereich anschauen, welche Armeen hier im Buch enthalten sind. Und eben neben dem kompletten Regelteil zu Kings of War, eben die Grundregeln, bekommt ihr im hinteren Teil auch sämtliche Armeelisten hier präsentiert. Und das ist eben nicht nur hier der Fall, sondern für die Situation, dass sich jemand dann eine der Starterboxen holt, wo aktuell nur dieses englische Buch enthalten ist, dann ist hier eine dünnere Softcover-Variante dabei, die eben den Fluff-Teil nicht enthält, der sich hier durchs ganze Buch zieht, vorne und auch hinten bei den Armeelisten, sondern dort erhaltet ihr nur die Regeln, inklusive der kompletten Armeelisten. Und das finde ich dann auch eigentlich einen Kaufgrund für das Ganze, weil diese Bücher kosten ungefähr 35-40 Euro und ihr bekommt hier das komplette Regelkonstrukt für Kings of War, um zu spielen, und habt auch noch alle möglichen Armeelisten. Ihr braucht hier keine Zusatzbücher kaufen in irgendeiner Form, außer ihr wollt natürlich speziell solche
Sachen wie Redkin oder etwas spielen, das hier in dem Buch hier nicht enthalten ist. Aber ansonsten reicht das Buch für den Einstieg erstmal vollkommen aus. Und dann schaut es euch an, überlegt es euch und ich bin schon sehr gespannt drauf, wann demnächst das Buch dann erscheint. Geheißen hat es ja Oktober, der ist jetzt eigentlich schon vorbei. Schauen wir, ob das Buch mittlerweile, bis dieses Video hier Anfang November jetzt dann online ist, schon verfügbar wird oder ob es dann noch ein paar Tage länger dauert.